Hallo aus dem Wunderland! Heute möchte ich euch einen kleinen Einblick geben in die Entstehungsgeschichte von unserem nächsten Bauabschnitt Chile-Atacama-Wüste. Und ich möchte euch einen Einblick geben, wie es noch weitergeht mit Regenwald, mit Peru, Bolivien und Karibik. Was kommt in den nächsten 5 Jahren noch alles? Seit Jahrzehnten schon habe ich Feuer gefangen für die Anden. Ganz besonders natürlich dort, wo das Leben am härtesten ist, nämlich in der Atacama-Wüste im Norden Chiles. Dort hat mich sehr fasziniert, wie da Ingenieure durch die karge Bergwelt Eisenbahnstrecken gebaut haben. Die meisten Bahnstrecken dienen dazu, um Erze oder Baumaterial von den Anden an die Pazifikküste zu bekommen. Und da ist das Besondere, dass die Züge bis zu 4000 Höhenmeter zurücklegen. Beeindruckend ist vor allem die Landschaft durch die trockene, karge Gegend, durch die Züge rollen. Bevor dann so ein Bauabschnitt beginnt, bedeutet es als erstes mal, sich mit ganz vielen Bildern und Informationen zu füttern, bis der Kopf irgendwann voll ist. Dann kommen allmählich die Ideen. Wie könnte man denn in die Räumlichkeiten, die wir haben, die ganzen Ideen, die so im Kopf entstehen, die in Gesprächen entstehen, im ganzen Team so wachsen und reifen, wie kriegen wir die auf unseren Bauabschnitt? Und ein wichtiger Aspekt, das ist so der erste Schritt, ist Papier und Bleistift. Denn da geht es jetzt darum, zu überlegen, welche Motive, was könnte gut aussehen. Und dann wird geschmiert und gezeichnet und gemalt. Und ich nehme einmal gern Buntstifte und dann legt man verschiedene Layer übereinander, sucht sich aus den verschiedenen Varianten was aus und kommt vor, dass man das eine dann auch wegschmeißt, weil es einfach nichts wird. Manchmal gibt es auch irgendwelche verrückten Ideen. Man könnte zum Beispiel ein altes Handwerksbüro in unserem Maßstab bauen und dann mit der Preiserwelt zu Leben erwecken. Oder auch ganz verrückte Ideen, die wir dann manchmal haben, nämlich einen Berg, wo man rausklettern und rausgucken kann, um dann für einen Selfie-Point ein gutes Bild abzugeben. Aber nicht alles findet dann Eingang in den Plan und kommt dann weg. Nachdem erstmal ganz viel Papier voll gezeichnet worden ist, kommt der Punkt, das Ganze in eine technische Zeichnung umzuwandeln. Nämlich die Maße festlegen, wie passt es alles, passt es in unser Gebäude rein. Und das ist dann so der erste Schritt am PC. Hier ist es tatsächlich so ganz einfach gehalten, das ist eher so wie ein Lego-Baukasten. Man nimmt sich eine Grundplatte von der Region, die wir nachbauen. Für mich ist jetzt hier auch ganz wichtig, dass es nur ganz grobe Blöcke sind. Das Wichtigste ist, was im Kopf ist, die Fantasie, die man ausdrücken möchte. Und von daher ist so eine technische Zeichnung absolut simpel und einfach. Es geht nur darum, ein Verständnis zu bekommen für die Dimension und für die Größe. Der Rest ist dann wieder am Papier oder im Kopf. Nach einem langen Ideenfindungsprozess geht es darum, einen Gleisplan zu zeichnen. Also das heißt, wie fahren die Züge durch unsere Landschaft durch? Wo ist der Bahnhof? Was brauche ich in dem Bahnhof? Welche Aufgabe hat der Bahnhof? Was ist die Aufgabe von der Bahnstrecke? Was wird da transportiert? Ebenso ist es ja genauso wichtig, was passiert unter der Anlage? Wie viele Schattenbahnhöfe benötigen wir? Wie viele Gleise? Wie viel Technik? Wo kommen die Racks hin? Die Steuerung und so weiter. Das ist ein ganz langes Knobeln. Wie lässt sich das am besten unterkriegen, dass ein schöner, toller Zugbetrieb zu sehen ist? Und das ist eine Arbeit, die macht richtig Spaß. Da kann man dann einmal nächtelang sitzen und krümeln und versuchen herauszufinden, wie passen Radien, Steigung, Zuglängen und die Anzahl der Weichen, wie passen die in die Fläche und auf den Plan. Herausgekommen ist dann hier ein Gleisplan, der für unsere Gleisbauer als Vorlage dient. Der in der Nähe zur Pazifikküste liegt, also das heißt, das ist einmal die Verbindung zur einen Seite an den Hafen, aber auf der anderen Seite geht es dann das Gebirge hoch Richtung Anden zu den Erzbergwerken. Und das Besondere ist natürlich der ganze Schlingerkurs durch die Berge. Es werden in dieser Region ganz wenig Tunnels gebaut, ganz wenig Brücken. Das möchten wir auf dem Gleisplan zeigen, wie sich die Züge in dem Schlingerkurs hier so die Berge hochwinden. Und das Besondere ist natürlich, wir möchten einen 8 Meter langen Zug hier auch durch die Strecke fahren lassen. Und da tauchen neue Probleme auf, die werden wir aber in einer anderen Folge erklären. Wenn ich jetzt hier stehe, dann kommt Stimmung. Denn die ganze Zeit der Planung und der Gespräche ist nun zu Ende. Jetzt wird es konkret. Und jetzt ist hier schon der Unterbau zu sehen aus Holz. Die Gleistrassen sind schon in der Vorbereitung. Schattenbahnhöfe sind schon im Bau. Und in meiner Vorstellung sehe ich hier schon die erste Schlucht, die Berge,
die Ebene, was hier alles so an stimmungsvollen Elementen zu sehen sein wird. An dieser Stelle kommt so ein kleines Stück Hochebene mit Geysire, Salzseen und, wenn es gelingt, fliegende Flamingos. Auch hier wieder ist uns wichtig, dass ein kleiner Bahnhof zu sehen ist, der schon sehr verfallen und sehr heruntergekommen ist. Also es soll, wenn man hier steht, so der Eindruck entstehen, ich gucke hier so wirklich in die Wüste, in das weite Nichts. Im Norden Chiles ist die trockenste Wüste der Erde mit am wenigsten Niederschlag. Aber da, wo ein kleiner Bach ist, ist es grün. Und das möchten wir hier darstellen. Hier ist der Bereich, wo die Felsen sind, da ist es tot und trocken. Aber da unten läuft ein kleiner hellblauer Bach und der wird dann schön saftig grün. Dort wächst und blüht und gedeiht alles. Wer Lost Places sucht, der ist in Chile genau richtig. Im Norden Chiles wurde bis 1920 ganz viel Salpeter abgebaut. Und heute findet man noch komplette Ruinenstädte mit Industrie, mit Wohngebäuden, mit Schulgebäuden, mit Kirchen. Und das ist hier auf dieser Fläche. Da möchten wir eine kleine, verzauberte Welt zeigen, die schon längst vergangen ist. Wir haben hier bei uns im Gebäude immer mal wieder Elemente wie die Säule, die wir kaschieren und verstecken müssen. Und deshalb haben wir uns entschieden, wir bauen hier das Tal des Mondes nach. Das ist jetzt ein Widerspruch, denn wir bauen hier einen Berg nach, aber das ist eine Kombination, eine spezielle Gegend, die so genannt wird. Aber das Besondere ist ein Berg, den bestimmt jeder schon mal irgendwann gesehen hat, denn an dem Berg testet auch die NASA bestimmte Raumfahrzeuge, Mars Rover und so weiter. Und genau das möchten wir hier auch zeigen. Das heißt, der Berg, der geht dann hier so steil hoch und dreht sich einmal um die ganze Säule. Die Gleise in dem Bahnhof sind bündig mit dem Sand, vom Winde über die Jahrzehnte verweht und es ist von dem ganzen Gleisbett nur ganz wenig zu sehen. Man sieht, wie wir das hier schon getestet haben, es sind nur die Schienenköpfe zu sehen. Und wir haben jetzt auch hier einmal die Gleise eingefräst, damit die tiefer im Holz verschwinden und dann noch einmal komplett gesandet werden. Und das gibt dann so eine ganz besondere Atmosphäre von verwegen, vom Winde verweht und ist auch wieder ein Zeichen von der trockenen Wüste. Hier unter der Treppe haben wir den Platz genutzt für unsere Schattenbahnhöfe. Da sind sie zum einen gut versteckt und zum anderen hat man genug Platz zum Arbeiten. Auf dieser Seite sind die Schattenbahnhöfe für den Atacama- und Chile-Bereich. Und hier geht es dann weiter mit den Schattenbahnhöfen schon für den Regenwald, unseren nächsten Bauabschnitt. Und was es da zu sehen gibt, zeige ich euch gleich auf meinem Arbeitsplatz. Der Regenwald bietet eine Fülle an Motiven zum Nachbauen. Das ist fantastisch, was da alles an Themen auf uns warten. Und da freuen wir uns schon gemeinsam mit der Familie Martinez drauf auf die nächsten Bauschritte, die wir gemeinsam jetzt starten. Wir haben zum einen den Amazonas als Fluss, der durch den Regenwald sich windet. Und wir hatten da sogar eine Idee, mit dem Flussverlauf ein Wort zu schreiben. Und ebenso ist natürlich eins der Highlights der Iguazu-Wasserfall an der Grenze zwischen Brasilien und Argentinien. Und genau den möchten wir in Echtwasser nachbauen. Ebenso ist es natürlich der Regenwald an sich, die Geräusche im Regenwald, die wir nachmachen möchten. Die ganze Tierwelt, die da zu sehen ist, bei uns natürlich sehr, sehr klein wird, aber vielleicht braucht man auch mal die Lupe dazu. Das wird nachgestellt und als Modellbau-begeisterte Leute hier freuen wir uns natürlich auch ganz besonders dann, dass wir dann Inka-Ruinen haben. Machu Picchu wollen wir nachbauen. Wir werden also einen kleinen Mix machen. Wir werden verschiedene Kulturen und Ruinen in einem Bereich darstellen, sodass wir eine ganz große Bandbreite der Geschichte von Südamerika zeigen können. Bei den Eisenbahnthemen haben wir uns für viel Güterverkehr entschieden. Es findet aber Personenverkehr statt. Wir haben einen sehr interessanten Bahnhof gefunden, bei dem sich 3 Gleisstrecken treffen und so aneinander vorbeigehen. Also das wird ein ganz tolles Motiv werden. Wir möchten mit 8 bis 9 Meter langen Güterzügen unterwegs sein und haben natürlich auch vor, die Züge in verschiedenen Ebenen zu zeigen. Also von tief unten, knapp über dem Fußboden, bis dann so über die Köpfe der Gäste. Also wir möchten ein drunter und drüber darstellen. Wer jetzt noch Appetit hat, für den haben wir noch Karibik auf der Speisekarte. In diesem Abschnitt möchten wir gern den weiten Ozean präsentieren, romantische Sonnenuntergänge, dieses Easy Living und in der Zukunft
überlegen wir auch noch, welche Länder noch weiter dargestellt werden. Wir haben noch die Möglichkeit, Bolivien nachzubauen, Peru gibt es noch tolle Ecken oder ebenso auch Kolumbien, Ecuador. Also die Ideen, die gehen uns noch längst nicht aus. Und damit sind wir am Ende angelangt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr noch Ideen habt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Tschüss!